Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach ein Osterei-Amigurumi häkelt, das wie ein kleines Vögelchen aussieht. Wir starten jetzt mit der blauen Farbe und machen zunächst einmal einen magischen Ring. Den hatte ich in einem anderen Video auch schon mal kurz gezeigt. Das könnt ihr euch da noch mal gerne angucken. So, legen wir um den Finger. Und jetzt fangen wir an und machen 5 feste Maschen in den magischen Ring. 1, 5. So, den ziehen wir jetzt zu. Und in der zweiten Runde kommt in die erste Masche. Da stechen wir durch. Da häkeln wir jeweils 2 feste Maschen in eine Masche rein. Vorher, damit man das gut sieht, kommt jetzt der Kontrastfaden zum Einsatz. Das kann man auch auf verschiedene Arten machen. Ich mache das immer so, das ist recht einfach. Dann legen wir den hier zwischen, bevor wir anfangen, damit wir immer wissen, wann die Runde fertig ist, wenn man nicht jedes Mal mitzählt. So, jetzt gehen wir in die erste feste Masche und häkeln hier 2 feste Maschen rein. 1, in dieselbe nochmal und machen eine zweite feste Masche hier rein. Das machen wir jetzt mit allen 5 festen Maschen der ersten Runde. Und in die 5. auch. 1 und 2. So, und hier sieht man schon meinen Faden, den ich hier reingelegt habe. Dann weiß man in dem Fall, dass ich jetzt mit der Runde fertig bin. Die häkle ich nicht nochmal. Jetzt nehme ich diesen Faden hier raus und lege mir den wieder oben drüber. So, schön eng hier rein, dass ich die erste Masche sehe. Und in der nächsten Runde häkle ich eine feste Masche und in die nächste Masche, die verdoppel ich. Da kommen 2 feste Maschen in eine Masche. 1, 2. Und so geht es jetzt jede Runde weiter. So, die nächste Runde, da häkle ich einfach nur in jede Masche eine feste Masche. Dann sind wir bei 15 Maschen insgesamt. Eine feste Masche, 2. Und gleich treffen wir uns wieder, wenn ich die Runde zu Ende gehäkelt habe. Jetzt kommt der Faden wieder raus und eine Stufe höher wird er gelegt. So, die nächste Runde, die starten wir wie folgt. Da häkeln wir 2 feste Maschen, jeweils eine in eine Masche, eine in die nächste wieder eine. So, und in die dritte Masche, die verdoppel ich wieder. Dann mache ich 2 feste Maschen in eine. So. Und das mache ich jetzt die ganze Runde rum. Jetzt wird der Faden wieder umgelegt. Und als nächstes häkeln wir eine Runde nur mit festen Maschen. Dann kommen wir auf 20 Maschen insgesamt. Und auch hier treffen wir uns am Ende der Runde wieder. Und als nächstes legen wir den Faden erstmal wieder um und dann häkeln wir jeweils 3 Mal eine feste Masche, 2, 3 und in die nächste Masche, die verdoppeln wir, also 2 feste Maschen in eine. So, und das machen wir jetzt die ganze Runde. Die nächste Runde häkel ich nur mit festen Maschen wieder, dann sind wir bei 25 festen Maschen. Die nächste Runde häkeln wir wie folgt. Da häkeln wir 4 feste Maschen. 1,
2, 3, 4 und die 5. Masche, da verdoppeln wir wieder. Da häkeln wir 2 feste Maschen in eine Masche. 1, 2. Und das machen wir, bis die Runde zu Ende ist. Und die nächsten Runden, da werden wir 5 Runden hintereinander weghäkeln mit jeweils 30 Maschen. Also ohne Verdoppeln, die Zunahmen, die haben sich jetzt erledigt, das war's. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Höhe und da häkeln wir die 5 Runden mit jeweils 30 Maschen. So, jetzt ziehen wir den Faden mal ein bisschen raus, aber schneiden den nicht ab, sondern bringen jetzt schon mal die Sicherheitsaugen an. So, und die kommen jetzt hier unten ungefähr hin. Ich mache die dahin, bevor wir mit den 5 Reihen A30 festen Maschen angefangen haben. Das heißt, wir zählen einmal kurz zurück. Das ist die erste davon, 2., 3., 4., 5. Und hier vor stechen wir jetzt irgendwo ein. Können wir auch ein bisschen breiter machen, dass wir die Masche sehen. Also hier ungefähr kommt das erste Auge rein. 4, 5 Stück nach oben. So, dann nehmen wir jetzt eins von den Sicherheitsaugen, stecken das jetzt hier auch rein und von der anderen Seite kommt halt dieser Pin dagegen, damit das Auge nicht rausfallen kann und auch kleine Kinder damit spielen können. So, hier wird das jetzt, ich stülpe das mal ein bisschen um, so reingedrückt. So, jetzt steckt das hier schön fest. So, das ist ja die Oberseite von dem Ei. Und das zweite Auge, kann ich gucken, ob ich das hier reinstecken möchte. So. So, jetzt haben wir natürlich noch den Anfangsfaden hier auch drin, von dem magischen Ring, der übergeblieben ist, der zwischendurch immer mal wieder im Weg ist. Den kann ich entweder drin lassen und hinterher mit der Füllwatte in dem Ei lassen, oder ich schneide ihn ab. Da brauche ich natürlich vom Material her dann doch noch eine Schere. Nicht ganz kurz abschneiden, etwa so, und dann stört er auch nicht mehr beim weiteren Arbeiten. So, und diese kurzen Fäden nicht wegschmeißen, da zeige ich euch demnächst in einem anderen Video, was man da Tolles noch mitmachen kann. Jetzt häkeln wir unter anderem die Runden zusammen. Das heißt, wir fangen an, wir häkeln 3 feste Maschen erstmal. 1, 2, 3. Und jetzt häkeln wir eine versteckte Abnahme, heißt das. Also wir häkeln 2 Maschen, häkeln wir zusammen, damit es wieder kleiner wird. Die kann man auf verschiedene Weisen häkeln. Einfach nur eine Abnahme, dann fällt das etwas mehr auf, oder ich mache eine versteckte Abnahme, dann sieht man das hinterher nicht so. Und zwar gehe ich dann nur durch das vordere Maschenglied von der ersten Masche, also nicht durch beide, sondern nur durch das hier vorne und dann direkt wieder durch das nächste. Dann machen wir das genauso. Dann kann man die Nadel hier so ein bisschen drehen und hier von unten gehe ich auch nur in das vordere Maschenglied. Dann habe ich hier 2 vordere Maschen noch auf der Schlaufe. Und jetzt hole ich mir erst den Faden. Vorsichtig hier durch. Und jetzt ziehe ich den wie bei einer festen Masche hier durch. Nochmal. So, und jetzt habe ich die 2 Maschen zusammengehäkelt. Und so wird das wieder enger hier oben. Dann schließt sich der Kreis irgendwann. Und das mache ich jetzt, bis ich am Ende angekommen bin. Also, die Runde ist auch fertig. Jetzt habe ich 24 Maschen in der Runde. Und die nächste Runde, da häkel ich eine Runde nur mit festen Maschen. Also einmal 24 Maschen drumherum. Und da sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Und jetzt die nächste Runde häkeln wir 2 Maschen, 2 feste Maschen. 1, 2 und dann häkeln wir wieder 2 Maschen zusammen in das vordere Maschenglied und zusammenhäkeln. Die nächste Runde
Da häkeln wir nur noch eine feste Masche und die nächsten 2 zusammen. Immer eine feste Masche und 2 zusammen häkeln. Die ganze Runde und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt machen wir auch wieder hier den Faden ein bisschen raus. Dann die Nadel kurz zur Seite legen. So, jetzt wird das Loch immer kleiner. Und jetzt fangen wir an, Füllwatte hier reinzumachen. Dafür legen wir erstmal diesen Faden zur Seite. Wenn wir das hier rausgezogen haben, dann kann uns die Schlaufe schon mal nicht verloren gehen. So, und jetzt nehmen wir uns die Füllwatte. Und die stopfen wir hier rein. Da kann man auch ganz gut die Unterseite der Häkelnadel mit zur Hilfe nehmen. Gehen wieder mit der Nadel hier durch. Sicherheitshalber machen wir nochmal hier den Faden hier zwischen. Und jetzt kommt die letzte Runde, die wir häkeln. Da häkeln wir, jetzt haben wir nur noch 12 Maschen hier im Kreis. Und davon häkeln wir immer 2 zusammen. So, immer in das vordere Maschenglied gehen. Faden hier durchholen. Jetzt kann man nämlich nichts mehr reinfüllen. Jetzt ziehen wir den Faden noch ein bisschen länger. So. Und jetzt, ja, das ist vielleicht schon zu lang. Jetzt können wir den Faden abschneiden. Ungefähr so. Das Blaue brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt ziehen wir den Faden hier einfach durch und sind im Grunde schon fast fertig. Das Loch ist jetzt noch nicht ganz zu, das nähen wir jetzt noch, das vernähen wir jetzt noch mit dieser Wollnadel. So, um das schnell wegzukriegen, gehen wir jetzt ab hier vorne immer auch durch das vordere Maschenglied mit der Wollnadel. 6 Mal im Grunde. Nur durch das vordere, noch einmal im Kreis. 2. Und einmal machen wir das auch noch hier. 6. So, jetzt habe ich das so. Und jetzt, wenn ich das ganz stramm ziehe, dann ist das Loch komplett zu. Und jetzt kann ich den Faden vernähen. Das kann man auch machen, wie man möchte. Ich gehe in die Mitte rein einfach und komme irgendwo wieder raus. Das ist ganz egal wo. So, und jetzt ziehe ich mir hier das so weit rein, dass ich schon mal die richtige Form habe. Und jetzt gehe ich einfach hier in die nächste Masche, die drumherum ist, dass das nicht so auffällt mit dem Faden, und komme irgendwo anders wieder raus. Ganz egal wo. Jetzt ziehen wir den ein bisschen vor und können den auch schon abschneiden. Diesmal relativ kurz. Und jetzt ist er auch schon verschwunden. Den sieht man nicht mehr. So, den Restfaden, den ich jetzt hier wieder über habe, hebe ich auch wieder auf. So, für den Schnabel und die Füße von dem Vogel nehme ich mir jetzt gelb. Kann man auch Reste einfach nur nehmen. Und dann fangen wir mit dem Schnabel an. Und der wird so ein bisschen dreieckig nur, ganz klein. Und dann suche ich mir hier so eins von diesen Ecken aus. Jetzt gehe ich hier von der Seite einfach mit dem Faden rein mit der Nadel und komme an dem ersten Ende, wo ich anfangen möchte, mit dem Schnabel komme ich wieder raus. So. Jetzt kann ich den ziemlich weit durchziehen, dass der am Ende ungefähr noch so viel rausguckt. Den Rest nehme ich zum Annähen hier. So, der geht nach oben, der Schnabel. Und direkt hier unten kommt er schon wieder raus. So. Hier oben geht er rein und hier unten kommt er wieder raus. So. Und jetzt einmal quer und wieder in die Mitte nach oben. So.
Und das mache ich jetzt eventuell zweimal. Mit dem letzten Stich, so wird der Schnabel dann aussehen. Dann gehen wir direkt zu den Füßen runter. Dann brauchen wir nicht nochmal neu einstechen. Die Füße fangen ungefähr, sagen wir, hier an. So, sind noch ein paar Reihen frei. Hier fängt der linke Fuß an. So, ups, der bleibt natürlich hier außen. Die Füße, die nehmen wir jetzt über 2 Reihen nach oben. Kommt wieder hier unten raus. Jetzt nehmen wir nämlich 3 Zehen. Nähen wir hier an. Oder auf. Nehmen wir nur auf. So, 1. Hier ist das zweite. Das ist nur ein ganz einfaches Amigurumi. Ein doppeltes im Grunde, weil es ist ein Osterei. Und es ist ein kleines Vögelchen. Und das mache ich auf der Seite auch. Komme ungefähr da aus, oder komme auf jeden Fall da aus, wo ich den zweiten Fuß anfangen möchte. Und Nummer 2. Und am Ende gehe ich direkt wieder in das Anfangsloch hier rein, wo ich wieder rauskomme mit dem Faden. So. So sehen die Füße dann aus. So, hier ist Anfangs- und Endfaden. Jetzt ist noch einiges übergeblieben. Und das können wir jetzt erstmal noch ein Stückchen abschneiden. Das schneiden wir einfach auf gleicher Höhe ab. So. Und jetzt machen wir hier einen Knoten rein. Den können wir schon ein bisschen strammer ziehen. So. Den können wir jetzt relativ kurz abschneiden. So, und jetzt haben wir hier noch den Endfaden rausgucken. Dann gehe ich einfach mit der Häkelnadel von hier vorne zum Beispiel, steche ich hier rein und schiebe die einfach in die Richtung durch und ziehe mir unten drunter den Faden hier so rein. Drehe ich das ein bisschen, dann ist der verschwunden. Ist der Knoten jetzt in dem Ei noch mit drin. So, was wir jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen über, hatte ich zu viel abgeschnitten. Wir können im Vögelchen noch spontan ein paar Härchen machen. So, wir stechen hier von hinten einfach irgendwo rein. So, vielleicht auf der Höhe. Genau. Und jetzt gehen wir mit dem Faden durch das Loch hier oben durch. Beziehungsweise da, wo der Anfangsfadenring war. Da kommen wir jetzt erstmal wieder raus. Und gucken auch hier, dass wir hinterher zum Verknoten ein bisschen überlassen. So. Und jetzt wollen wir hier ein paar Härchen oben hin machen. Das heißt, wir gehen einfach oben wieder rein und kommen an irgendeiner anderen Seite raus. Und jetzt können wir gucken, wie lange wir diese Härchen vielleicht haben möchten. So. Wir lassen es erstmal so. Jetzt gehen wir an der gleichen Stelle wieder rein, damit man den Faden gar nicht sieht. Kommen wieder oben raus. So. So, und hier ziehen wir jetzt aber nicht so doll. Sobald der Faden verschwunden ist, hören wir auf, den nach innen zu ziehen. Jetzt legen wir den einfach hier oben um den Finger. Stechen wieder hier oben rein. Das können wir jetzt so oft machen, je nachdem wie viele Haare wir hier oben haben möchten. Hat das Vögelchen 6 Härchen. Jetzt stechen wir oben noch einmal rein und gehen wieder zum Anfang zurück, damit wir das erstmal verknoten können. So. Die Nadel brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Jetzt können wir das schon hier wieder verknoten, vorsichtig. So.
richtig rein. Kurz abschneiden. Die Fäden wieder aufheben. So, gucken, dass die Haare hier jetzt nicht mit reingezogen werden. Jetzt ziehen wir erstmal diesen Faden ins Innere. Dafür stechen wir wieder irgendwo an der Seite rein. Und holen den nach innen. Zack. So, jetzt stehen hier die Haare noch ein bisschen komisch. Erstmal trennen wir die Schlaufen auf oder machen dem Küken direkt eine Frisur. Ich schneide das jetzt einfach hier vorne ab. Das kann man dann gerne machen, wie man möchte. So, hier sind noch ein paar Fransen da. Man kann die länger machen und kürzer machen, man kann noch mehr Haare reinmachen. Das ist eine ganz einfache Form. Und schon haben wir das Küken fertig. Und das ist ein ganz einfaches Anfänger-Amigurumi-Küken. Ein Osterei als kleines Küken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like und einen Kommentar hinterlasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.